Moin ihr Lieben, David hier von Musikproduktiv und ich zeige euch heute mit der Penguin als auch der White Falcon zwei richtige E-Gitarren-Klassiker aus dem Hause Gretsch. Los geht's! Genau, Gretsch baut nämlich nicht nur hervorragend klingende Schlagzeuge, sondern eben auch Saiteninstrumente verschiedener Natur. Hier jetzt vor allem heute für uns interessant die E-Gitarren. Ja, da habe ich wie gesagt einmal die Penguin als auch die super legendäre White Falcon mit dabei, die natürlich jetzt in einer sehr, ja, das heißt ähnlich, in einer quasi exakt gleichen Optik daherkommen, aus der Vintage Select Serie und sich damit entsprechend auch so möglichst historisch korrekt an den Modellen der damaligen Zeit orientieren. Ja, die Penguin, die kommt so gesehen dann aus 58, also 1958, den 58er Jahrgang. Das ist ja wieder so das 59er Modell. Und ja, allgemein wird dann auch von den Bauteilen, die dann teilweise auch extra hierfür nochmal neu entwickelt wurden, um den alten Sachen wiederum möglichst nahe zu kommen, viel Wert auf Authentizität gelegt. Ne? Die beiden Gitarren unterscheiden sich jetzt vor allem in dem Fall, dass wir hier eine massive Gitarre haben, die zwar gechambert ist, also wir können ja direkt mal reinspringen, wir haben hier einen Mahagoni-Korpus, der ist dann stellenweise ausgehöhlt, hat aber eine Ahorndecke, entsprechend ein Ebenholz-Griffbrett, auch für den Steg, was so die Hölzer anbelangt, was bei der Falcon dann so gesehen eigentlich fast gespiegelt ist, bis darauf, dass der gesamte Korpus hier halt aus gesperrten Ahorn besteht. Also ihr habt auch eine Ahorndecke, eine massive, aber meine ich zumindest, der Rest ist auf jeden Fall gesperrt. Und ansonsten auch hier Ebenholz für Griffbrett und auch für den Steg. Genau, Pickups sind auch identisch, das sind TV Jones Classic, die ja so gesehen so Filtertron-mäßig auch ja, nahezu komplett mit den Gitarrenmodellen hier verbunden werden und mit dem Sound auch zurecht. Ne? Die sind schon ein bisschen was spezieller, ne, wir wollen es heute ein bisschen kürzer halten, haben allgemein eher seidige Höhen, aber trotzdem einen angenehmen Twang, ja, wenn das Sinn ergibt. Also so leicht spanky, so die sind immer sehr schnell und auch präsent so in so Mittenhöhen, aber vor allem auch so eine musikalische, runde Weise. Ne, wenig aufdringlich, aber trotzdem schön spanky und präsent. Genau, ansonsten, ja, man sieht es ja jetzt auch hier schon von der Optik her, klar, oder hardware-technisch haben wir noch einen Bixby dran, ein B3 mit der entsprechenden Bridge von Gretsch, aber wir haben natürlich hier ganz viele Einlagearbeiten, ne, so wie die schönen Abalone-Einlagen, als auch hier das Binding zum Beispiel, ne, oder auch hier die ganzen Verschlussplatten für die Elektronikfächer, hier bei der Penguin zumindest. Die Falcon weist das natürlich nicht auf als eine richtige Hollow Body. Genau, aber auch die Verzierungen soweit identisch, die Mechaniken identisch. Genau. Und ansonsten, das ist vielleicht schon dem einen oder der anderen aufgefallen, ist hier ein Knopf mehr dran, was die Elektronik anbelangt, um das auch mal abzufrühstücken. Und zwar habe ich zwei Volumes für die Pickups. Ich habe ein Master Volume, aber ein Toggle mehr als sonst. Ja? Und das ist wiederum, weil es fehlt uns jetzt ein Tone Switch oder ein Tone Poti, um da die Höhen zu dämpfen, wenn wir es wollen würden oder sollten, habe ich hier einmal den Pickup-Wahlschalter und dann habe ich andersherum, Entschuldigung, das ist der Pickup-Wahlschalter, der hier sonst auch sitzt üblicherweise. Und das ist so ein 3-Wege-Toggle mit verschiedenen Toneinstellungen so gesehen. Ja, das heißt, ich kann dann hier, wenn ich den weiter oben habe, die Höhen ordentlich bedämpfen. Hier ist es ein brillanterer Sound, in der Mitte ist es theoretisch ein bisschen ausgewogen. Ne? Genau, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ach doch, stopp, Mensurlänge, auch noch interessant. Ne? Also die Länge der schwingenden Saite ist bei der Penguin jetzt bei 24,6 Zoll, also noch ein Mini-Müh kürzer als so die klassische 24,75er Gibson-Mensur. Während wir hier die Fender-Mensur aufweisen mit vollen 25,5 Zoll. Ja, also das ist dann auch nochmal ein kleiner Unterschied. Griffbrettradius bei beiden 12 Zoll, meine ich. Also auch ja, verhältnismäßig modern und auch für Bendings in den höchsten Lagen absolut komfortabel. Und dann haben wir auch erstmal genug gesabbelt, oder? Weitere Specs findet ihr natürlich auch auf der Produktseite von uns im Shop oder auf der Guitar Gallery oder in der Guitar Gallery, weil es soll heute ein schneller Abriss werden und ich könnte allein über eine von den Gitarren mindestens eine Stunde mit euch reden, aber das wollen wir heute nicht. Ich würde sagen, jetzt hören wir mal rein, wie die Gitarren so klingen. Los geht's.
interessanter Fakt ist zudem meiner Meinung nach, dass sich das hier um Japan-Modelle handelt. Ja, also das ist jetzt, weiß Gott, nicht unüblich, dass in Japan sehr schöne Gitarren gebaut werden. Aber man verbindet, finde ich, Gretsch dann doch eher so mit so der typischen American Dream Gitarre irgendwie wo. Und da ist es doch vielleicht für die oder den einen interessant zu wissen, dass hier die High-End-Modelle, weil wir befinden uns hier quasi in der Custom Shop Range von Gretsch, tatsächlich aus Japan kommen. Ne? Aber auch da beweist sich mal wieder, dass auch da fantastische Gitarren gebaut werden können. Und ja, das ist hier der beste Beweis dafür. Jawollo! Ich hoffe, ich habe euch heute die beiden Gretsch-Modelle hier im Schnelldurchlauf, die Penguin als auch die White Falcon aus der Vintage Select Serie, ein bisschen näher bringen können. Wie gesagt, ich hätte gerne über jede von den Gitarren eine halbe Stunde erzählt und auch mal eine halbe Stunde gespielt. Weitere Infos findet ihr im Shop, als auch natürlich andere Modelle, andere Colorways, in der Guitar Gallery natürlich auch noch viele Detailfotos. Und ihr seid wie immer herzlich eingeladen, hier im Laden vorbeizukommen und euch einfach einen eigenen Eindruck höchstpersönlich von den Gitarren zu verschaffen. Ihr seid immer gern gesehen. Ja? In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Übrigens, hat euch das Video vielleicht gefallen? Dann seid ihr auch herzlich eingeladen, ein Abo dazulassen. Tut nicht weh, hilft uns aber. Dankeschön.